Heute geht es um dieses Ding hier, den Worx Hydro Shot. Wozu man den gebrauchen kann, das seht ihr in diesem Video. Ich würde sagen, viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr aus meinem Channel wisst, wasche ich mein Auto ohne Abspülen mit der Rinseless-Methode. Die Videos dazu sind noch einmal in der Beschreibung verlinkt. Leider geht es so ganz ohne Abspülen dann doch nicht immer. Es gibt Situationen, da muss man Bereiche doch vorher abspülen, nämlich dann, wenn festes Material am Auto klebt. Damit meine ich zum Beispiel Krümel von Blättern, Matschkruste oder Salz im Winter. Bisher habe ich dazu immer meinen Gartenschlauch verwendet. Das geht auch halbwegs gut. Nachteilig ist nur der geringe Wasserdruck, weshalb man öfter länger spülen muss, bis sich der ganze Dreck dann auch wirklich gelöst hat. Das resultiert dann auch immer in einer ziemlich großen Pfütze unter dem Auto. Gerade wenn ich dann im Winter komplett hier in der Garage wasche, muss ich immer aufpassen, dass ich nicht in Pfützen trete und Wasser gegen das frisch gewaschene Auto spritzt. Da überlegt man dann schon, ob man für die Vorwäsche nicht den Hochdruckreiniger aus dem Keller holt. Aber das Teil ist zu sperrig und der Druck zu hoch, um damit hier in der Garage arbeiten zu können. Und außerdem hantiert man dann wieder mit dem Gartenschlauch, dem Stromkabel und dem störrischen Schlauch zur Sprühlanze herum. Das ist irgendwie alles nervig. Als Lösung an dieser Stelle zwischen Hochdruckreiniger und Gartenschlauch tritt dann der Worx Hydro Shot an. Im Prinzip handelt es sich um einen Hochdruckreiniger mit Akkubetrieb. Die Hochdruckeinheit ist dabei hier mit dem Gerät verbaut. Hier unten befindet sich ein Akku und hier ein Gardena-Anschluss für den Gartenschlauch. Das einzige, was ich also ausrollen und anstöpseln muss, ist ein Gartenschlauch. Es gibt kein Stromkabel und auch keine Hochdruckeinheit, die ich hinter mir herziehe. Das Gerät hat zwei Einstellungen, einmal für niedrigen Druck mit 6 bar und einmal für hohen Druck mit 22 bar. Zum Vergleich, hier an meinem Hausanschluss kommt das Wasser mit ungefähr 5 bar Wasserdruck an. Das geht dann über den Garten bis hier in die Garage und da geht sicherlich auch einiges noch verloren, so dass hier noch nicht mehr 5 bar irgendwie aus dem Gartenschlauch kommt. Natürlich kann der Hydro Shot nicht mit den großen Hochdruckreinigern mithalten, denn die produzieren über 100 bar Wasserdruck, aber die 22 bar sind für die Autowäsche völlig ausreichend und es ist auch deutlich mehr, als aus dem Gartenschlauch kommt. Weiterhin liegt als Zubehör ein Schlauch bei, um Wasser unabhängig von einem Wasseranschluss zum Beispiel aus einem Eimer zu ziehen. Natürlich liegt ein Akku bei, dieser hat 2 Ampere-Stunden und eine praktische Ladeanzeige. Aufgeladen wird er dann mit dem beiliegenden Ladegerät. Es gibt im Zubehör noch weitere Akkus, nicht nur mit 2 Ampere-Stunden, sondern auch mit der doppelten Menge mit 4 Ampere-Stunden. Diese Akkus könnt ihr im Worx-System, wie man es auch von anderen Herstellern kennt, noch mit anderen Geräten verwenden, zum Beispiel einem Akkuschrauber. Vorne an der Sprühlanze kann man den Strahl in verschiedenen Winkeln einstellen oder einen direkten Strahl wählen. Und man kann dieses Zwischenstück entfernen, um das Gerät zu verkürzen. Und genau diese verkürzte Version benutze ich dann auch für die Rinseless-Wäsche im Winter. Dabei kombiniere ich den Arbeitsschritt des Dreckabspülens mit dem des Vorsprühens, welchen ich ja sonst mit einem Drucksprühgerät erledige. Im Winter kann man ja auch gleich das ganze Auto vorsprühen, da dank der niedrigen Temperaturen nichts verdunstet oder antrocknet. Hier habe ich noch den Eimer von der letzten Wäsche mit ungefähr 3 Litern fertiger Optimum No Rinse Lösung. Diesen Rest recycle ich jetzt einfach. Hier hänge ich den beiliegenden Schlauch rein und schließe daran den Hydro Shot an. Mit der Einstellung für niedrigen Druck führe ich dann das Vorsprühen durch. In den dreckigen Bereichen schalte ich dann auf 22 bar hoch und reinige dort vor. Und fertig. Das ging sehr schnell, vielleicht sogar schneller als das Vorsprühen mit dem Drucksprühgerät. Der Akku reicht bei diesen niedrigen Temperaturen für ungefähr 3-mal Vorsprühen. Und wenn ich jetzt hier neben das Auto schaue, ist der Boden zwar feucht, aber eben nicht patschnass. Aus dem Eimer wurde auch gerade mal nur die Hälfte der Lösung verbraucht. Auch kann ich problemlos diese Vorwäsche hier in der Garage durchführen, wenn noch das zweite Auto mit drin steht. Das bekommt noch nicht mal richtig Sprühnebel ab. Ich werde mir jetzt gleich noch einen frischen Eimer mit Rinseless-Lösung ansetzen, denn ab hier geht es jetzt weiter mit der ganz normalen Wäsche. Damit verabschiede ich mich von euch. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst gerne unten einen Kommentar da und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.